Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um den Fahrradträger für die Anhängerkupplung. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Also, wie wir die Anhängerkupplung montieren, habe ich euch schon mal gezeigt, verlinke ich oben in der Infokarte. Schaut euch das Video an, falls ihr genau wissen wollt, wie man das Ding hier montiert. Okay, was gibt es hier zu beachten? Zu beachten gibt es eigentlich nur zwei Sachen. Das erste und wichtigste ist natürlich die Stützlast. Also wie viel Kilo kann hier drauf gepackt werden? Das ist eigentlich das ganze A und O. Und hier ist es so, je nach Modell, Ausstattungsvariante gibt es unterschiedliche Angaben. Von 75 bis 90 Kilogramm. Ich blende euch jetzt mal ein, wie das Ganze aussieht. Und dann könnt ihr mal schauen, was für euer Modell genau zutrifft. Ja, wenn wir jetzt also wissen, wie viel Stützlast hier das Ganze verträgt, kommt als nächstes, ja, welchen Fahrradträger nehme ich mir. Ich war ein bisschen auf der Suche und zufälligerweise bin ich dann mit einem Kollegen ins Gespräch gekommen und seine Mutter hat gesagt, ach, ich habe noch einen Fahrradträger, Jakob, komm, den kannst du halt haben. Hat sie mir also geschenkt. Coole Sache. Somit hat sich eigentlich meine Suche und mein Kauf erübrigt. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Somit, ja, ich habe jetzt einen Fahrradträger erhalten, komplett kostenlos, und den montiere ich euch. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier aussieht. So, das Ding ist schon montiert. Einfach hier zudrehen. Der Hersteller hat hier super coole Videos und da könnt ihr euch das Ganze anschauen, wie man das Ganze hier montiert. Hier kann man das Ganze nochmal fixieren und ideal dann zudrehen. Also, coole Sache. Ja, hier montiert man dann entsprechend Fahrrad Nummer 1, Fahrrad Nummer 2. Gut, was gibt es zu beachten? Also, nochmal die Stützlast. Wie schwer ist euer Fahrradträger? Und das Gewicht von denen zieht ihr ab von der Stützlast. Dann bleibt ein Restgewicht übrig. Und dieses Restgewicht, das ist dann eure Zuladung für Fahrrad Nummer 1 und Fahrrad Nummer 2. Die addieren sich natürlich. Also Zuladung mal angenommen 50 Kilo. Kann man hier 25 Kilo und hier 25 Kilo draufpacken, sodass in Summe die 50 Kilo nicht überschritten werden. Ja, ansonsten, was gibt es zu beachten? Das Ding muss natürlich hier Blinker und Lichter haben. Zumindest mal in Deutschland. Wie gesagt, wie es in anderen Ländern aussieht, weiß ich nicht. Was ihr dann braucht, ist natürlich noch am besten ein neues Kennzeichen bzw. ein zusätzliches Kennzeichen. Ich habe mir hier mein Kennzeichen erstellt. Schon ganz früh, vor 2-3 Jahren habe ich das Ganze gemacht, als ich dann auch mir im Prinzip das Ding hier mal gemacht habe. Und ja, der Sohnemann wollte natürlich dann auch ein Schild mit seinem Namen haben, wurde dann also gerade mit erstellt. Verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung sowie auch auf meiner Internetseite. Also die Schilder, das Ding hier, ob es jetzt dieses Ding hier noch gibt, wie gesagt, ich habe es geschenkt bekommen, weiß ich nicht. Das Ding ist von Thule, Typ EW 900. Ich schaue mal nach, ob es das Ding gibt. Verlinke ich euch, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung oder auf meiner Internetseite. Sollte es das Ganze nicht mehr geben, verlinke ich euch das neuere Modell. Eine Sache gilt es zu beachten, das war dann bei meiner Recherche, zumindest mal so weit, wie ich damals gekommen bin, mit unter anderem ein Punkt, den ich eigentlich mit beachtet haben wollte, ist jetzt bei diesem Modell nicht der Fall. Nämlich folgendes: Es gibt Modelle, die sind starr, so wie das hier. Einmal dran, bleibt es dran. Problem ist natürlich, ich kriege meinen Kofferraum nicht auf. Ne? Der platzt hier an, sprich, ich muss das Ganze runter machen und komme dann erst an meinen Kofferraum dran. Es gibt allerdings Modelle, da kann man das Ganze nach hinten kippen, beziehungsweise hier nach unten. Kippt man das Ganze nach unten, man kann an den Kofferraum dran, Kofferraum wieder zu und dann kippt man das Ganze mit den Fahrrädern wieder nach oben. Sehr komfortable Lösung, coole Sache. Wie gesagt, würde ich vielleicht, wenn ich tatsächlich eins kaufen würde, das Ganze mit berücksichtigen, dass man es nach unten kippen kann. Ansonsten ist man jetzt ein bisschen nicht unbedingt gehandicapt, aber man muss A, das Kabel ablösen, wenn man das dann wirklich fest montiert hat, Kabel abstecken
das Ganze hier lösen, kompletten Fahrträger abmachen, dann kommt man an den Kofferraum dran und dann wieder nochmal das Ganze retour. Man will das Ganze natürlich nicht hier so stehen lassen, wenn man irgendwo im Wald ist, sondern man montiert das Ganze wieder dran, mit dem Schloss wieder dran, dass es nicht entwendet wird und fährt dann los. Also ein bisschen umständlicher, wieder an den Kofferraum zu kommen mit der fixen Variante, so wie das Ganze jetzt hier ist. Okay, das war es eigentlich zum Video Fahrradträger, kurz und knapp. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!